Wenn es ein Produkt gibt, mit dem ich sehr zufrieden bin, dann spreche ich gerne darüber. Und heute geht es um die Taschen von dieser Marke hier. Und ich habe einen Gast. Moin, ich bin der Stefan von Redreban. Ja, wir machen Taschen und Rucksäcke. Und ich bin Tillmann von der Radelbande. Ich kann das nicht, aber dafür kann ich sie sehr gut nutzen. Wenn ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid, dann müsst ihr ab und zu mal was transportieren. Und ihr habt da ein paar sehr spannende Lösungen für. Und jetzt werdet ihr vielleicht sagen, brauche ich nicht, ich habe ein Lastenrad. Auch dann ist das so, dass euch ab und zu mal der Platz ausgehen kann, so wie hier. Und wenn da zum Beispiel auch zwei Kinder drin sitzen, dann ist in den meisten Lastenradboxen nicht mehr so viel Platz. Dann braucht ihr Platz hier hinten. Und bei normalen Fahrrädern ist das natürlich noch mal umso stärker, wie bei diesem Bike hier. Da kann dieser Platz hier genutzt werden. Und Redrebane, ihr macht da sehr spannende Lösungen, ne? Erzähl mal, wo kommt ihr her und warum macht ihr überhaupt Taschen? Genau, ja, wo kommen wir her? Wir kommen aus Schwerin, ja, wir sind eine kleine Taschenmanufaktur, wie gesagt, die handgemachte Taschen und Rucksäcke fertigt. Warum machen wir das? Tatsächlich, eigentlich hat das Ganze angefangen mit einer Alpenquerung. Da hat mein Kollege vor ungefähr 15 Jahren festgestellt, dass Sachen auf dem Rücken mit dem Mountainbike während der Alpenquerung absolut viel zu schwer sind, ja. Dann hat er sich die Nähmaschine seiner Mutter genommen, die mittlerweile kaputt ist, hat dann angefangen zu nähen und daraus ist eigentlich diese Möglichkeit entstanden, so viele Projekte, so viele Ideen einfach umzusetzen, dass wir dann angefangen haben, Taschen und Rucksäcke zu fertigen. Ja? Wie lange halten denn eure Produkte? Unsere Produkte halten extrem lange. Ich habe deswegen zufällig was mitgebracht. Ja? Was für ein Zufall. Wir haben eine Kundin gehabt, die wir auf Messe getroffen haben. Und die hat diesen wunderschönen Puris Pro mitgebracht. Das ist unser allererster Fahrradrucksack. Dieses Modell ist jetzt aus dem Jahr 2017. Das heißt, der ist wirklich schon sehr alt. Und ihr seht, der ist halt ein bisschen schmutzig hier. Ne? Das kennt ihr ja alle. Herbstliches Wetter. Aber es funktioniert halt noch alles. Hier die Reißverschlüsse sind alle gangbar. Die Halterung, ne? Ein bisschen Werbung für ClickFix. Wirklich, ClickFix, super Halterung. Es ist eigentlich nur eine Sache kaputt gegangen bei ihr. Und zwar hier oben eine kleine Sache, ihr seht das auch, dieser kleine Schieber, der ist nämlich jetzt neu. Ja. Aber ich finde, dass der nach 8 Jahren, also hat er wirklich seinen Dienst getan. Genau. Ja, und das ist so ein bisschen die Prämisse, die wir halt auch haben. Produkte zu entwerfen, die halt sehr schön aussehen, aber auch extrem lange halten. Ja, das Thema Nachhaltigkeit, das kennt ihr ja alle. Wir wollen halt keine saisonalen Geschichten, sondern wirklich einmal einen schönen Rucksack, eine schöne Transportlösung von uns kaufen und damit sollte ihr ganz lange unterwegs sein. Ja, und ich habe tatsächlich ja auch seit fast 2 Jahren diesen Rucksack hier, euren Puris Plus in Spezial Edition, gab es die mal so zu kaufen. Aber das Spannende bei euch ist ja, ihr macht ja alles im Manufakturbetrieb und deswegen kann man sich eure Taschen ja auch ziemlich individuell zusammenstellen lassen, ne? Genau, deswegen ist Tillmanns Rucksack hier auch wirklich prädestiniert, um das mal zu zeigen. Wir haben ja hier verschiedene Flächen und hier ist zum Beispiel ein Reflektormaterial, das kennen einige von euch vielleicht. Diese kleinen Punkte, die sind wirklich hochreflektierend in der Nacht, das ist eine tolle Sache. Ja, und bei Tillmann ist es so, der hat halt hier zum Beispiel Denimblau, hier ein bisschen Petrol, hier ein bisschen Grau. Und mal abgesehen von der Farbe hat der Rucksack hier zum Beispiel auch so einen coolen Magnetverschluss. Ja. Das ist von der Firma Fitlock und den könnt ihr auch super benutzen, wenn ihr zum Beispiel Handschuhe habt. Das ist ja ein Problem, dicke Handschuhe, ja. Dann könnt ihr diese Klickverschlüsse manchmal nicht mehr benutzen. Dafür ist das der Hammer. Ich liebe die, deswegen verbauen wir die auch. Ja. Genau, und das nächste ist halt das, was Tillmann noch gar nicht weiß. Wir haben noch viel mehr jetzt im Angebot. Das konnte ich jetzt leider nicht mitbringen, aber hier zum Beispiel dieses Rückenpolster, das ist super, ja, für die ganze Stadt, als Daypack und so weiter, gar kein Problem. Wir haben aber auch Bergrucksäcke. Ich glaube, davon haben wir noch gar nicht miteinander geredet. Nee, ich bin ja nicht so. Also wie ihr seht, das ist hier komplett flach, ne? Berge? Genau. Was ist das? Genau, wir haben jetzt aber auch dickere Polsterungen und so weiter. Das sieht man alles im Konfigurator. Vielleicht zeigen wir euch das auch nochmal in einem anderen Video. Ja, und darum geht es eigentlich. Ne? Also ihr könnt auch noch Namensschilder an diese Rucksäcke ranmachen, ihr könnt noch Umhängegurte ranmachen und so weiter. Das heißt wirklich einen wunderschön individualisierten Rucksack, so wie ihr ihn braucht. Und dann sind wir auch noch erreichbar. Das ist ein Vorteil, ihr könnt nämlich uns anrufen, uns eine Mail schreiben oder irgendwas, ja. Und eigene Wünsche äußern. Wir hatten jetzt zum Beispiel einen Kunden, der hat 3 Söhne. Mit denen möchte er auf den Spielplatz. Und wenn es ein bisschen herbstlich ist, dann passen die Jacken natürlich nicht mehr in den Rucksack rein. Der ist zwar groß, aber das ist zu viel. Ja, deswegen haben wir ihm hier einfach ein Molle-System gemacht, so ein Gurtband hier
Nee, wo er dann Karabinerhaken mit rannehmen kann. So sind die Jacken draußen, Ja. alles kein Problem. Genau. Ja, nicht schlecht. Und ihr habt ja, also Rucksack, okay, aber wir sind jetzt hier im Fahrradkontext. Und das ist halt auch das Coole an diesem Rucksack jetzt zum Beispiel, an dem Puris Plus und auch an dem kleinen, dem Puris Slim. Genau. Dass, wenn du den mal umdrehst, dann kannst du ja mal zeigen, wie das funktioniert. Genau, ja, wir haben natürlich nicht nur Rucksäcke, das ist natürlich ein Fahrradrucksack. Und der Fokus bei diesem Rucksack liegt darauf, diesen Rückenbereich hier sauber zu halten, weil ihr wisst ja, wie das ist, der ganze Dreck und so weiter, der kommt an den Rücken, respektive dann an eure Jacken. Und deswegen legen wir dieses Fahrradsystem hier rüber, haben dann den Reißverschluss, mit dem wir das Ganze einfach hier nach oben ziehen. Genau, also hier seht ihr auf jeden Fall die Fahrradfunktion. Es ist halt eine Klickfix-Halterung. Die kann man übrigens bis 10 Kilogramm belasten. Das heißt, ihr könnt wirklich viel damit transportieren. Und vielleicht erzähle ich hier drüber noch was. Wer das nicht kennt, ihr könnt diese Haken einfach einstellen auf den jeweiligen Gepäckträger. Ne? Hier ist dieser Sicherungshaken, den ihr nach unten und nach vorne drückt. Und dann ist das auch fest fixiert am Gepäckträger, Genau. sodass nichts passieren kann. Ich zeig mal, das hängen wir mal hier an den Koffer hier dran. Also hier oben einfach einhaken. Je nach Gepäckträger, Striebendicke funktioniert das mal einfacher, mal ein bisschen schwerer. Dann hier runterdrücken und schon sitzt er hier richtig gut dran. Und der sitzt auch bei 45 km/h dran. Also das durfte ich mit diesem Bike hier auch schon testen. Ein Video zu diesem Fahrrad seht ihr demnächst auch. Aber Rucksäcke ist ja das eine und die Langlebigkeit eurer Produkte. Ein Produkt, mit dem wir das erste Mal irgendwie Kontakt hatten, Ja, ich glaube, das war ist das erste. der, Stimmt, ja. der hieß damals noch Purist Exo. Genau, das war der Puris Exo. Das war so die Idee, größere Sachen, schwerere Sachen zu transportieren mit dem Rad, weil manchmal sind wir mit diesen Rucksäcken und Taschen halt limitiert. Ja. Sage Pakete, andere große Sachen, Kisten, die Elferkiste Bier höre ich ganz oft, muss auch transportiert werden. Ja. Oder das 10er Paket Hafermilch. Oder das, genau, ja, das ist auch gut. Und deswegen arbeiten wir halt an anderen Lösungen. Und in dem Fall, ja, zeige ich einfach mal ganz kurz, was wir aktuell in der Mache haben. Ja. Dieses Schätzchen nennen wir Exo Max. Exo abgeleitet von Exoskelett. Und ja, wir haben hier eine wunderschöne silberne Front genommen. Wofür ist das Ganze jetzt da? Ich würde sagen, ich gebe mal eine Produktvorführung. Ja, mach das mal. Dann ist es am einfachsten. Den kann man natürlich genauso am Gepäckträger festmachen wie auch den Rucksack. Die Halterung ist identisch. Ihr könnt das hier einfach fix einstellen, so wie ihr das braucht. Und wir haben jetzt mehrere Sachen. Ich habe hier mal ein bisschen was mitgebracht, fällt mir gerade ein. Ja, Genau. Das können wir da gleich schön da reinhängen. Pakete und so weiter. Und ich glaube, ich fixiere den hier einfach mal. Ja. Wir hängen ihn einfach mal hier rein. Jetzt merke ich gerade, das ist ja ganz schön klein. Ne? Wollen wir das Ja, an nee, nicht. Also das Rad steht ein bisschen sicherer, da Ja, können wir ein ach so. bisschen mehr dran rum. Also nicht wundern, ne? Der Gepäckträger hier bei den Super Bicycles, der ist noch nicht ganz final. Da kommt noch einer, der etwas höher und weiter hinten sitzt. Aber um das mal zu zeigen, dafür ist das hier mal perfekt, weil das Fahrrad, das kann einfach nicht umkippen. So, ihr seht schon, wir haben hier ganz viele Gurte und so weiter. Die sind im Prinzip dafür da, dass man die Größe des Exos in dem Fall einstellen kann. Weil wir haben ja mal größere Transportgüter oder mal kleinere Transportgüter. Nicht? Um das Ganze gut beladen zu können, haben wir hier auch solche sogenannten Steckschließen. Die öffnen wir hier einfach, so zack. Und dann lässt sich der Exo nämlich ganz einfach hier von der Seite beladen. Ich mache das hier noch mal ein bisschen breiter, weil das Paket ist ja auch ein bisschen größer. So, jetzt haben wir den Klassiker. Ihr kommt zur Poststation, in die Postfiliale. Ihr habt eine kleine Sache bestellt und Was für ein Packset ist das? Ist das M? das oder? ist, muss ich selber mal gucken, das ist eine L-Größe in dem L Fall. sogar. Ja. Und es geht tatsächlich auch noch mehr. Das ist noch nicht Ja. das Maximum. Ich hatte jetzt gerade nur keine größere Packung tatsächlich in der Werkstatt. Und das packt ihr hier einfach rein. Dann habt ihr hier die Gurte. Die stellt ihr, wie gesagt, einfach auf das richtige Maß ein. In dem Fall, ich mache sie mal noch ein bisschen länger. Klickt das Ganze wieder fest. Zack, zerab. Das macht ihr mit dem unteren auch, den ich hier gerade noch befestigt hatte. Und dann könnt ihr nämlich ohne Probleme von der Post losfahren. Und wie oft sehen wir das, ja, dass Leute wirklich das irgendwie auf dem Lenker mit Strapsen, Ja, einhändig fahren. einhändig, also es ist Ja. völlig irre. Genau, und um das sicher zu machen, ist einfach dieser Exo die bessere Sache. Und wir machen natürlich das hier vorne auch noch zu, ne, damit das hübsch aussieht. Das ist im Prinzip, habe ich diese Front genommen, damit ihr diese ganze Strapse hier nicht seht, ja, damit das schön versteckt ist. Ja.
einfach hübsch aussieht, auch ein bisschen designtechnisch. Das ist auch kein Quatsch jetzt. Den Exo und den Purist Exo haben wir jetzt seit gut 2,5, 3 Jahren und der kommt regelmäßig bei uns zum Einsatz. Da kommt der Schulrucksack der Großen rein, tatsächlich auch das 10er-Pack Hafermilch mal, ein Kasten, das hat wirklich alles mitgemacht und lässt sich halt auch auf eine richtig große Größe ausklappen und kann halt sowohl an einem Lastenrad als auch hier an so einem normalen Rad einfach befestigt werden. Je nachdem natürlich, wie gut der Gepäckträger auch ist, ne? Genau, ihr müsst natürlich immer darauf achten, wie viel Kilogramm euer Gepäckträger wirklich halten kann. Ja, viele haben 20 Kilo, das ist so die Regel. 25 ist eigentlich auch schon ganz gut. Ne? Das heißt, ihr könnt schon eine Menge ranmachen, aber passt auf. Genau. Ja, und vielleicht mal ein anderes Beispiel, weil wir haben ja mehr mitgebracht. Das Thema Klampe. Also ich habe die Gitarre jetzt nicht eingepackt. Das Teil nehmen wir auch immer mit auf Messe, deswegen, sie wird nicht so sehr gepflegt. Sie wird auch wahrscheinlich seltener gespielt, oder? Sie wird sehr selten gespielt und ist auch gerade verstimmt. Aber wir haben halt wirklich das Problem, Instrumente, Violinen, tatsächlich selbst Posaunen, die ja wirklich sehr, sehr groß sind, passen hier rein. Die müssen dann noch mal extra abgespannt werden mit einem extra Gurtband, weil die auch einfach eine Höhe haben. Ja. Aber das alles ist möglich, ja. Und ja, stellt einfach eure Instrumente rein. Ja, komm, wir machen das mal. Nehmen wir mal hier. Genau, wir tauschen einfach mal aus. Paket raus hier. Genau. Und Gitarre reingepackt, zack, zerab. Gurtband wieder ein bisschen zugezogen. Und Thema, jetzt haben wir nämlich, das ist gut. Jetzt haben wir nämlich ein Ding. Jetzt seht ihr hier diese sogenannten Schlappgurte, ja? Ja. Das ist natürlich schlapp da. Genau, das ist ziemlich schlapp da. Das ist natürlich gefährlich. Das wollen wir nicht. Deswegen haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir haben hier solche Haken. Das heißt, wir könnten hier theoretisch das einfach irgendwie reinmachen. So, dann hängt das da irgendwo am Gurtband dran. Oder aber, wir können auch sagen, diese D-Ringe zum Beispiel machen wir hier rein in die Haken. Das heißt, wir haben bei dem Exo Max, wie er heißt, viele Möglichkeiten geschaffen, um diese Schlappgurte einfach irgendwo zu arretieren. Ne? Genau. Und jetzt machen wir das wieder zu, wegen der Hübschigkeit. Aber dann im Vergleich zu den anderen Exo-Modellen gibt es da ja noch mehr. Also ja, ich sehe ja noch hier es gibt noch viel mehr. Also mal davon abgesehen, dass sich der Gesamtumfang des Transportguts erhöht hat. Also ihr habt jetzt 135 Zentimeter Umfang hier. Das heißt wirklich große Sachen. Und wenn ihr jetzt sagt, ich möchte das Ganze als Rucksack wegtragen, jetzt stellt euch vor, Einkäufe sind drin oder irgendwas, ja, dann nehmt ihr den einfach mal ab. So, zack, zack. Und ich ziehe die jetzt einfach mal raus. Das sind die Träger. Und ihr seht, das ist ein ganz normaler Rucksackträger hier. Ja. Und dafür habe ich dann unten natürlich auch einen D-Ring wieder dran. Der Haken, das ist ja jetzt nichts Neues, den macht ihr einfach rein. Einmal links, einmal rechts, genau, einmal hübsch gezeigt. Und dann ist das auf eurem Rücken. Weil ich persönlich habe zum Beispiel das Problem, ich habe ein Kind, ich habe einen Hund. Manchmal ist diese Kombination sehr fordernd. Und da ist es doch ganz praktisch, wenn ich alles mit auf den Rücken packen kann. Und damit einfach losgehe. Ne? Einkäufe sind bei mir eigentlich der Klassiker, genau. Ich finde das aber ziemlich smart. Also auf der einen Seite hast du jetzt hier natürlich das Red Rebane-Logo auf der Seite, die auf deiner Schulter ist. Setz den mal drauf. Genau, ich setze ihn noch mal auf, ne? Dann könnt ihr noch mal sehen. Genau. Dann habt ihr hier auf der Innenseite quasi, also das, was man am Fahrrad nicht sieht, ist nochmal das Exo-Logo. Ja. Und diese ganze Befestigungsgeschichte, die habt ihr nicht am Rücken, sondern auf der anderen Seite. Also das ist mir schon bei dem Video aufgefallen, das der Kollege gemacht hat. Ja. Ziemlich smartes Design. Das sind so Kleinigkeiten, die mich echt begeistern. Genau, und das ist auch wichtig. Ne? Also wir nutzen das halt alles selber und haben halt eigene Probleme, die wir lösen. Deswegen gibt es auch viele Details. Ja. Und wir haben auch noch was anderes. Ihr seht ja jetzt, das ist eine relativ offene Konstruktion der Exo. Ihr könnt jetzt nicht einfach eine Gurke reinpacken oder einen Apfel damit losfahren, das funktioniert einfach nicht. Deswegen haben wir noch eine zusätzliche Tasche, die nennen wir Flexpack, also sozusagen die flexible Tasche. Deswegen wir tauschen einfach mal um und gehen mal zur Flexpack. Ich habe die jetzt schon mit einem hübschen Kissen ausstaffiert, deswegen ist die ein bisschen größer. Ja? Genau, und wir haben im Exo an sich immer diese Gurtbänder hier oben. Ja. Und da kann man diese Flexpack mit den Haken, die ihr hier seht, einhaken. So, das heißt im Prinzip für euch, ihr hängt das Ganze hier rein, ja, seid mit dem Exo unterwegs. Und jetzt, was haben wir denn alles? Pakete haben wir, Einkäufe haben wir, Gitarren haben wir. Also schwere Sachen, große Sachen. Ihr seht schon, wie flexibel man damit ist.
und wie viele Sachen man damit einfach machen kann. Und wie es den Alltag bereichert, ja. Und wie Tillmann schon gesagt hat, also es ist halt nicht nur für die normalen Fahrräder, sage ich jetzt mal, ein Thema, nein, auch für Lastenräder, weil ich selbst fahre auch Lastenrad. Und genau, wie er schon sagt, Kind ist drin, vorne ist noch der Hund drin. Da willst du vielleicht keine schweren Sachen reinmachen, wie Wasserkisten und so weiter. Ergo Du hast ja auch teilweise einfach keinen Platz mehr. Genau, kein Platz. Ne? Und dann ist diese Expansion sozusagen nach hinten an den Gepäckträger eine tolle Sache. Ja. Und das ist jetzt sozusagen, das wäre meine Einkaufe, die ich auch wieder nach oben tragen kann. Ne? Ja, witzig. Und wir haben tatsächlich, da fällt mir noch was ein. Ja, was ist? Innen drin habe ich ja noch eine Tasche. Ja. Eine Tasche in der Tasche. Eine Tasche in der Tasche, genau. Weil ihr kennt das ja vielleicht, wenn ihr so Flickzeug und so weiter habt, ja, vielleicht auch die Schlösser, dass ihr dann Platz haben möchtet für. So, das heißt, ich habe hier eine extra Tasche, jetzt habe ich hier sogar das Regencape in dem Fall schon drin. Ja. Genau, und da könnt ihr auch nochmal diese Sachen, die vielleicht bei euch am Rad noch keinen Platz haben, verstauen und auch damit wieder eine neue Möglichkeit geschaffen. Also, Zack. ja, schon ziemlich witzig. Das ist eine echt coole Erweiterung zu dem bereits existierenden Exo-Portfolio. Aber mittlerweile produziert ihr doch nicht mehr in Schwerin, oder? Aber hallo. Was? Doch, wir produzieren immer noch. Momentan sind wir 6 Leute insgesamt. Okay. Wir produzieren komplett in Schwerin. Hat folgenden Grund. Ich liebe es einfach, das Controlling bei mir im Haus zu haben. Ich liebe es, zu wissen, wo meine Materialien herkommen. Ja. Und da wir das meiste beziehen aus Deutschland und den Niederlanden, haben wir wirklich, wirklich kurze Lieferwege. Ich kenne alle meine Webereien. Ja. Es ist mega. Wir haben einen super guten Kontakt zu denen. Wenn ich mal ein Problem habe für Prototyping und so weiter, helfen die mir auch sehr schnell. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so eine gute Connection haben könnte nach Asien, Vietnam und so weiter. Deswegen Schwerin und Deutschland, doch, das passt für mich. Ja. Genau. Ja, ziemlich cool. Also wie gesagt, wir sind auch wirklich begeistert von den Retrebane-Produkten. Man muss allerdings auch sagen, dadurch, was du gerade erzählt hast, sind das natürlich keine Billigteile. Ne? Die haben halt einen gewissen Wert. Aber dafür habt ihr diesen Reparaturservice, ihr seid nah dran, etc. Also ich bin auch wirklich begeistert von der Zusammenarbeit in den letzten Jahren und ich bin auch wirklich begeistert von den Produkten. Wie kann ich jetzt den hier eigentlich kaufen? Ja, das ist sehr praktisch und zwar haben wir da gerade eine Kickstarter-Aktion. Ihr könnt das halt für den Early Bird, also ihr kennt das vielleicht bei Kickstarter, also etwas günstiger bekommen, ja. Dann uns damit unterstützen. Genau. Ja. Kauft euch einen wunderschönen Exo Max, unterstützt die Kampagne. Jetzt hätte ich irgendwas sagen müssen, irgendwas Sinnvolles, ne? Das war doch schon ziemlich sinnvoll. Ja. Auf jeden Fall, wenn ihr jetzt sagt, so mit so einem Exo Max kann ich nicht so viel anfangen, aber mit einem schönen Rucksack zum Beispiel, wie ich ihn habe, dann geht mal auf den Link unten in der Videobeschreibung und nutzt auf jeden Fall den Code Radelbande, weil dann bekommt ihr 10% Rabatt bei Retrebane. Immer noch, ne? Ja. Damit unterstützt ihr ein cooles, nachhaltiges, lokales Produkt mit einer coolen Firma und coolen Leuten. Und ich bin sehr dankbar über die Zusammenarbeit mit euch, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir auch. Und wenn ihr jetzt Fragen oder Anmerkungen zu den Produkten von Retrebane habt oder zu der Firma, dann schreibt sie doch mal gerne unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist. Abonniert den Kanal. Ganz genau. Und guckt natürlich auch bei Instagram und im Netz nach Retrebane. Wirklich tolle Produkte. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Tschüss, bis zum nächsten Mal.